Spinlords neuester Kurznoppenbelag hört auf den Namen Manticore. Inwieweit das Teil am Tisch für Angst und Schrecken sorgt, erfahrt ihr in diesem Video. Das furchteinflößende Fabelwesen ist also Namensgeber für Spinlords Kurznoppenbelag. Im Gegensatz zum Varan sind die Noppenreihen hier vertikal angeordnet. Die Kurznoppen sind im unteren Bereich konisch geformt, im oberen Bereich zylinderförmig. Die Köpfe sind leicht geriffelt und griffig. Als Unterlage dient ein orangefarbener, feinporiger, relativ weicher Schwamm. Preislich liegt der Belag, der in China hergestellt wird, so bei knapp 30 €. Auf der Waage bringt es das ungeschnittene Gummi auf nur etwa 47 Gramm. Im DOTS-Test präsentiert sich der Manticore ziemlich flott. Die Schnittentwicklung ist erwartungsgemäß niedrig. Im Konterspiel am Tisch gibt es erstmal keine großen Überraschungen. Der Ballanschlag ist aufgrund des Schwamms relativ weich, fast schon ein wenig gefühlvoll. Trotz des hohen Tempos lässt sich der Manticore mit einer passiveren Schlagtechnik gut beherrschen. Dies setzt sich auch im tischnahen Blockspiel fort, das wirklich sehr überzeugend und aufgrund der niedrigen Schnittanfälligkeit auch relativ sicher gelingt. Früh retournierte Topspins bekommen eine flache Flugbahn und landen schnell wieder beim Gegner. Erste Ansätze von Variabilität zeigt der Manticore bei etwas aktiveren Schlägen, sei es bei leichten Hebern oder bei Topspin-artiger Technik. Auffällig zeigt sich der Manticore dann auf jeden Fall bei härteren Endschlägen, die eine explosionsartige Beschleunigung an den Tag legen. Sowieso, unserer Meinung nach zeigt der Manticore seine Stärke auf jeden Fall im druckvollen Konter- und Blockspiel, wobei man mit dem Teil recht präzise agieren kann. Dennoch ist das Trefferfenster bei manchen Schlägen relativ schmal, wodurch sich der Belag in einigen Momenten sicherlich etwas anspruchsvoller spielen lässt. Auf der anderen Seite ist die Kontrolle im passiven Spiel aber wirklich gut, auch im Kurz-Kurz-Spiel über dem Tisch. Mit etwas Übung lässt sich der Manticore auch für die gefühlvolle Eröffnung auf Unterschnitt einsetzen. Er erzeugt dabei zwar keine hohen, dafür aber für den Gegner schwierig einzuschätzende Rotationswerte. Nicht zu unterschätzen ist der Manticore beim Aufschlag, wo er ebenfalls mehr als ungefährliche Einwürfe produziert. Generell bietet die Kurznoppe auch hier ein gehobenes Maß an Variabilität, sodass ein solides, für den Gegner immer wieder überraschendes Spiel aufgezogen werden kann.
Kurzum, der Manticore lässt sich sehr variabel spielen, wobei die große Stärke im druckvollen Konter- und Blockspiel liegt. Wenn ihr also eine schnelle Kurznoppe, die einen breiten Leistungsbereich abdeckt, sucht, dann seid ihr hier genau richtig.